Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ihr habt ja im letzten Video gesehen, dass wir in Frankreich waren und wir hatten da auch eine schöne Zeit. Das Wetter war so ein bisschen durchwachsen, aber wir haben uns gut erholt und jetzt waren wir in dieser Woche nochmal von Dienstag bis Freitag in Norwegen. Und dieser Norwegen-Trip hatte auch einen Hintergrund, denn wir überlegen als Familie gegebenenfalls nochmal vielleicht für ein Jahr ins Ausland zu gehen. Also deswegen haben wir uns Norwegen angeschaut, weil wir zwar erst überlegt hatten, Schottland wäre mal so ein Platz, wo wir sagen würden, das würde uns sehr gefallen, aber durch den Brexit ist es natürlich fast unmöglich geworden, dahin zu gehen. Selbstverständlich müssen wir auch bestimmte Sachen beachten, wie jetzt die Schule, der Kinder, Studium und so weiter. Jetzt eben Norwegen war der Platz, den wir uns angucken wollten. Und ich habe vor ein paar Jahren, 2 oder 3 Jahren, mal Fotos im Internet per Zufall gesehen von Stavanger. Das ist im Süden von Norwegen. Und das hat mich damals ziemlich erreicht, diese Bilder. Und ich habe immer gesagt, ach, das wäre jetzt mal so ein Platz, wo ich unbedingt mal hin wollen würde, weil eben dort sehr viel Wasser ist. Ich glaube, vor Stavanger selbst sind über 300 Inseln, die aber auch an die Stadt angegliedert sind. Zum Teil über Tunnel, zum Teil über Fähren. Ja, und das war jetzt so der Grund, dass wir gesagt haben, okay, jetzt haben wir die Osterferien, 3 Wochen dieses Jahr. Wir haben ein bisschen Zeit und wir gucken uns das jetzt einfach mal ein paar Tage an, wie dieses Land überhaupt auf uns wirkt. Also wie fühlt sich Norwegen für uns an? Wir waren beide noch nie da, die Kinder waren auch noch nie da. Das heißt, wir mussten also mal ein bisschen testen, ist es jetzt irgendwie eine Atmosphäre, die wir gut finden oder ist es jetzt irgendwas, wo wir sagen, es ist irgendwie weird, keine Ahnung. Ja, wir waren jetzt die 3 Tage da, hatten extrem tolles Wetter, nur blauen Himmel. Das war schon mal wirklich schön und es hat uns auch sehr, sehr gut gefallen. Also läuft alles sehr entspannt ab, die Straßen sind breit, es ist wenig Verkehr. Die Leute sind sehr freundlich, also sie sind eher zurückhaltend, was wir aber eigentlich ganz angenehm finden. Sehr freundlich, alle sprechen sehr, sehr gut Englisch. Das heißt, man kommt gut zurecht und kommt auch mal in das ein oder andere Gespräch. Es war sehr entspannt und mal abgesehen davon war die Atmosphäre wirklich toll und die Natur ist einfach ganz, ganz großartig. Eigentlich bin ich gar nicht so ein Naturfreak, aber wenn man schon mit dem Flugzeug anfliegt und die Fjorde und die Berge sieht und auf der anderen Seite Strände und Wasser, das fand ich schon toll. Und dann haben wir einen Tag auch eine Flussfjordfahrt gemacht. Das heißt, wir sind in den Fjord reingefahren, der vor Stavanger liegt, der Lissefjord ist das. Und das hat mich wirklich ziemlich erreicht. Also die Natur ist unbeschreiblich schön. Überall ist Wasser und es ist alles auch sehr sauber. Also auch an den Flughäfen. Die Toiletten sind fantastisch. Es gibt Trinkwasser zum Abzapfen. Ja, und es ist alles sehr unaufgeregt. Es sind natürlich auch viel weniger Leute und viel weniger Autos. Ja, im Großen und Ganzen hat es uns sehr, sehr gut gefallen. Jetzt kann man natürlich nicht von 3 Tagen an einem Ort bei bestem Wetter darauf schließen, ob man jetzt da sofort hin möchte für längere Zeit. Aber es war auf jeden Fall ein erster Eindruck, der uns sehr gut gefallen hat. Und ich hänge euch jetzt hier ans Video ein paar Eindrücke von der Reise dran, was ich gefilmt habe. Ganz so viel ist es nicht geworden, aber vielleicht habt ihr Spaß, euch das ein bisschen anzugucken, wo wir da waren. Und also uns hat Norwegen sehr gut gefallen und wir sind jetzt gespannt. Wir müssen es ein bisschen reflektieren für uns, müssen uns mal überlegen. Das sind natürlich auch nicht Entscheidungen, die man so ad hoc trifft, sondern die man tatsächlich über einen längeren Zeitraum planen muss und nochmal gucken muss, reinfühlen muss, fühlt sich das für alle Beteiligten okay an. Das war aber jetzt eigentlich nur das große Vorerzählen, warum wir nach Frankreich auch nochmal nach Norwegen gefahren sind, was auch für uns nicht üblich ist, dass man jetzt 2 Reisen in den Ferien macht, weil das ja schon auch auf eine bestimmte Art und Weise anstrengend ist und natürlich auch kostenintensiv, das darf man nicht vergessen. Und in dem Zusammenhang ist jetzt Norwegen auch wirklich kein günstiges Pflaster. Und ja, also das war unser Trip nach Norwegen. Das war zumindest die Initiative, warum wir da hingefahren sind. Kurzen Input für euch. Und jetzt gibt es noch ein paar Bilder und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, macht's gut!